Legen Sie eine CD oder SACD in Ihr T&A-Gerät ein. Sie haben die Möglichkeit, die Laufwerksschublade per Fernbedienung zu öffnen. Bei manchen T&A-Geräten gibt es auch einen entsprechenden Schalter an der Gerätefront. Doch auch aus dem T&A Music Navigator lässt sich die Schublade öffnen. Wählen Sie hierzu in der Quellenübersicht die Quelle Disk aus. Öffnen Sie nun mit einem Druck auf das Symbol den Playscreen. Mit einem Druck auf das Öffnen-Schließen-Symbol in der Steuerungsleiste des Playscreens öffnen Sie die Laufwerksschublade. Ein Druck auf dieselbe Schaltfläche schließt die Schublade wieder. Ein Druck auf die Play-Schaltfläche startet die Wiedergabe, die sich hier auch wieder pausieren lässt. Auf dem Playscreen haben Sie bei entsprechenden T&A-Geräten die Möglichkeit der Umschaltung der Lautsprechergruppen A oder B sowie A und B und natürlich der essentiellen Lautstärkeregelung entweder über den Lautstärkeslider oder durch wiederholtes Drücken auf das große Lautsprechersymbol für lauter oder das kleine Lautsprechersymbol für leiser. Ein langer Druck auf eines der Lautsprechersymbole aktiviert die Stummschaltung. Ein erneuter kurzer Druck deaktiviert die Funktion wieder. Um einen Track nach vorne oder nach hinten zu springen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel die Pfeilsymbole in der Steuerleiste verwenden. Sie können natürlich auch durch eine Wischbewegung nach links zum nächsten Lied gelangen. Übrigens ist es jederzeit möglich, über den Slider in der Zeitleiste zu einer beliebigen Stelle innerhalb eines Liedes zu spulen. Eine Wischbewegung in die andere Richtung, also nach rechts, führt wieder ein Lied zurück. Eine direkte Anwahl der Lieder auf einer CD oder SACD lässt sich auch über die Warteschlange am rechten oberen Bildschirmrand aufrufen. Hier können Sie direkt zu einem gewünschten Track springen. Ein Druck auf das X schließt die Warteschlange wieder. Eine weitere Möglichkeit, direkt Tracks einer CD oder SACD auszuwählen, ergibt sich, wenn Sie den Playscreen mit Druck auf das Pfeilsymbol in der linken oberen Bildschirmecke minimieren. Sie gelangen zurück zur Quellenübersicht. Drücken Sie gegebenenfalls auf die Quelle Disk. Es öffnet sich eine Übersicht der auf der Disk befindlichen Tracks. Wählen Sie Ihren Wunschtrack an. Vom Playscreen aus haben Sie Zugriff auf die Abspielprogramme Ihres Players. In der Steuerleiste finden Sie die Möglichkeiten zum Repeat und zum Shuffle. Drücken Sie das Repeat-Symbol einmal für Repeat 1. Ein weiterer Druck schaltet auf Repeat All. Ein erneuter Druck beendet das Repeat-Programm. Ein Druck auf das Shuffle-Symbol aktiviert den Shuffle-Modus. Ein erneuter Druck darauf deaktiviert ihn wieder. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim CD- oder SACD-Genuss über den T&A Music Navigator. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!